herzlich willkommen zur Purita. Ich bin's Rita und heute machen wir leckeres Erdbeereis. Endlich ist ja wieder Erdbeerzeit. Ich liebe nämlich Erdbeeren und freue mich immer schon auf diese Erdbeersaison. Und da mache ich auch immer verschiedene Desserts daraus. Aber eben Erdbeereis ist immer ein absolutes Must-have bei uns. Ich hatte heute so richtig Lust auf gutes Erdbeereis und habe mir gedacht, ich mache einfach heute ein Eis. Eis selber machen ist ja so einfach, besonders mit einer Eismaschine. Es hat ja doch auch den Vorteil, dass ihr weniger Zeit braucht und euer Eis wird deutlich cremiger. Ich habe auch ein richtig cooles Eisrezept für euch, was ich auch heute zeigen werde. Es besteht aus 4 Zutaten. Das ist die Basiseismasse. Wie ihr sie zubereiten könnt, das verlinke ich euch da oben. Und dann kommen noch die Erdbeeren dazu und schon habt ihr ein super tolles Erdbeereis gezaubert. Unglaublich lecker und erfrischend. Ich sage euch jetzt erst einmal die Zutaten fürs Erdbeereis. Für mein selbstgemachtes Erdbeereis verwende ich 500 Gramm frische Erdbeeren, 100 Gramm Zucker, einen Spritzer Zitronensaft und einen Stabmixer. Dann kommt noch die Basiseismasse dazu, die habe ich jetzt noch im Kühlschrank stehen. Die geben wir später dazu. Als erstes pürieren wir die Erdbeeren. Dafür habe ich die Erdbeeren zuvor schon gewaschen und abtropfen lassen und habe sie auch schon entstielt. Und jetzt mit meinem scharfen Japaner viertle ich die Erdbeeren. Ein kleiner Tipp von mir: beim Erdbeereis, aber auch bei jedem anderen Fruchteis, muss man bedenken, dass das Eis beim Gefrieren immer etwas an Süße verliert. Also bei Sommerfrüchten müsst ihr da vielleicht nicht so viel Zucker hinzufügen. Bei den ersten Erdbeeren, so wie das bei mir hier der Fall ist, sollte man etwas mehr Zucker nehmen. Und nun pürieren wir mit dem Stabmixer die Erdbeeren zusammen mit dem Zucker. Jetzt noch einen Spritzer Zitronensaft dazugeben und so lange mit dem Pürierstab mixen, bis der Zucker sich vollständig aufgelöst hat. Beim Eismachen mit der Eismaschine ist es ganz wichtig, dass die Basiseismasse und das Erdbeermus eiskalt sind. Das sorgt dafür, dass das Eis so richtig schön cremig wird. Deshalb stelle ich die pürierten Erdbeeren für eine halbe Stunde ins Gefrierfach. Meine Eiscreme-Mischung, die ich gestern vorbereitet habe, war jetzt über Nacht im Kühlschrank und die pürierten Erdbeeren habe ich gerade aus dem Gefrierfach geholt. Beide sind jetzt richtig schön kalt. Nun können wir mit dem Eisbereiten beginnen und dafür setzen wir jetzt die Eismaschine zusammen. Wir haben hier den Antriebsadapter und der hat eine A- und eine B-Seite. Bei meiner KitchenAid wird der Adapter mit der A-Seite auf den Motorkopf geschoben. Hier habe ich den Kühlbehälter und ganz wichtig ist es, dass der vor dem Eismachen für mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach gestellt wird. Jetzt kommt der Rührarm hinein, dann setzen wir ihn auf die Stifte drauf und lassen es einrasten. Heben dann den Kühlbehälter an, damit der Adapter den Rührarm richtig aufnimmt. Die Küchenmaschine sollte auf alle Fälle eingeschaltet sein und laufen, bevor wir die Eismischung hineingeben, weil ansonsten die Eismasse sofort gefrieren kann und den Rührarm blockiert. Und nun wird die Mischung 20 Minuten gerührt und dafür stelle ich die Küchenmaschine auf Geschwindigkeitsstufe 1. Nach ca. 15 Minuten geben wir das Erdbeermus hinzu und lassen es so lange rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Statt Erdbeeren könnt ihr natürlich auch eure Lieblingsfrüchte nehmen. Oder im Winter tiefgefrorene. Und immer dabei bedenken, dass der Zuckergehalt der Früchte im Sommer natürlich deutlich höher ist als jetzt im Mai. Wenn es dann Klick macht, ist unser selbstgemachtes Erdbeereis fertig. Das Erdbeereis sieht richtig lecker aus und wir können das jetzt aus der Eismaschine herausnehmen. Hier habe ich einen vorgekühlten Behälter vorbereitet. Genau das Richtige für unsere eiskalte Versuchung. Lasst euch bloß nicht von der Farbe irritieren. Es sind eben keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel oder sonstiges drin. Es ist eben Natur pur. Und würde die Kamera jetzt nicht laufen, würde ich mich natürlich sofort auf das Eis stürzen.
Aber ich reiß mich für euch zusammen, behalte meine Manieren und richte es mal vorher an.